Alles ist vorbereitet. Der Arabica aus Kuba ist hier. Kräftig, kernig vom Aroma schon, wenn man so die Nase mal reinhält. Und hier ist er auch direkt gemahlen im richtigen Mahlgrad auf der 3, Stufe 1 bis 12. Und ich erkläre euch jetzt, für welche Zubereitungsart. Hier haben wir nämlich die Herdkanne, Cafetiera, die kleine Kanne, die auch manchmal so als Espresso-Kanne bezeichnet wird, aber es ist überhaupt kein Espresso, fehlt nämlich der Druck. Das ist die Kanne, die einen klassischen italienischen Kaffee ergibt, kräftig geröstet, kräftig auch in der Grammatur des Kaffees, den wir da reinpacken. Und da machen wir jetzt zusammen gleich den typischen Cafecito aus Kuba. So, da fangen wir doch mal an, dass wir jetzt auch mal, ich mich mal hier richtig orientiere. Als allererstes brauchen wir natürlich das Wasser. Das Wasser in der Kanne. Oh, wir füllen das. Für mich ist immer so der Maßstab, dass wir das genauso, ihr seht hier dieses Ventil und so bis zu der Höhe fülle ich immer auch das Wasser auf. So, als nächstes kommt dann hier das Sieb mit dem Steigrohr. Steigrohr, Sieb, wird eingefüllt. So, ihr seht immer, damit auch so als Indiz, dass ihr wisst, dass das richtig ist, wenn das Wasser von unten nicht durch Sieb schon durchdrückt, dann seid ihr richtig und umgekehrt. So, als nächstes die Grammatur, die wir jetzt hierfür brauchen. Was ich euch empfehle, ist, dass wir nehmen ein Kaffeelot. Dieses Kaffeelot ist sowas um die 7 Gramm geeicht. Das heißt, wir nehmen jetzt dreimal, sind wir bei gut 20 Gramm, also 21 Gramm, wer jetzt mitgerechnet hat, sind wir bei 21 Gramm, die wir jetzt hier einfüllen. Und was ich dann immer mache, das ist so ein bisschen das Klopfen, das könnt ihr eigentlich auch vorher machen. Ich zeige euch das jetzt mal, ihr könnt den auch mal rausnehmen. Dann klopft ihr einfach so ein bisschen an, verteilt damit das Kaffeepulver gleichmäßig, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann es immer dann so ein bisschen leicht andrücken, aber nicht zu fest, weil sonst kommt das Wasser von unten nicht rein. Und der nächste Schritt ist jetzt der, ihr setzt einfach oben die Kanne drauf, dreht gut zu. So. Wir haben uns in dem Fall jetzt hier, ist einfach für uns ein bisschen komfortabler, wir haben uns für die elektrische Variante entschieden. Ihr könnt genauso gut aber auch eine Cafetiera für den Herd nehmen, für einen Induktionsherd, für einen Gasherd oder für einen klassischen Ofen. Wir nehmen jetzt diese Variante, setzen das drauf und dann machen wir das Ganze an. Dann geht's los. Ich hole mir in der Zwischenzeit schon mal die passende Tasse dazu und wir warten jetzt mal ab und gucken mal, wenn es hier gleich losgeht, bis das Wasser hochgekocht ist. Mit brauchen wir für den Cafecito, das hatte ich ja gerade gesagt, wir brauchen ein bisschen hier, wir nehmen braunen Zucker und gleich mit den ersten Tropfen, mit den ersten 10, 15 Milliliter des Kaffees, den wir hier zubereiten, werde ich dann gleich den Zucker in der Tasse ein bisschen aufschäumen. Dafür habe ich so einen Handquirl. Ihr seht, hier geht es richtig manuell heute zu. Und das ist eigentlich schon die ganze Kunst. Jetzt warten wir hier so lange mal, bis unser Kaffee dann anfängt zu blubbern. Da immer der Tipp, das gilt für den Herd, das gilt genauso hier für die elektrische Variante. Sobald hier oben sobald hier das erste Mal der Kaffee durchkommt, dann ist genügend Hitze da und dann zieht ihr das vom Herd runter und dann arbeitet sich das Wasser von unten weiter durch und kommt oben in der richtigen Temperatur durch den Kaffee durchgedrückt. So. Jetzt gucken wir mal hier. Ich hatte ja eben schon gesagt, der Arabica ist der Kaffee, der tatsächlich zu großen Teilen auch auf Kuba angebaut wird. Und hier kommt er wirklich super zur Geltung in dieser kräftigen, in dieser vollen Röstung. Deswegen passt er auch zu der Zubereitungsart. Cafetiera, die Herdkanne, ist einfach eine Zubereitungsart, die ist schon ein bisschen deftig, ein bisschen kräftig. Deswegen braucht ihr auch einen Kaffee, der dieser Zubereitungsart einfach so ein bisschen was entgegensetzen kann. So. Einmal reingeguckt, da läuft es raus. Und jetzt machen wir das, was ich gerade eben erzählt habe. Jetzt kommt der Quirl. Hört sich an wie eine Bohrmaschine, ist aber keine. Also denkt auch nicht an den Zahnarzt. So, und jetzt kommt als nächstes einfach mal, nee, ich mache es mal andersrum. Ich habe schon in verschiedensten Varianten. Als allererstes kommen jetzt mal auf diese kleine Tasse eigentlich je nach Geschmack. Wollt ihr es ein bisschen süßer oder nicht ganz so süß haben? Ich nehme auf jeden Fall 3 Löffel Zucker und jetzt kommen einfach nur so ein paar kleine Schlücke Kaffee da drauf. Guck mal, so. Den setzen wir jetzt mal kurz wieder ab und dann kommt der. So. Entweder funktioniert das jetzt wunderbar oder ihr seht hier gleich eine Riesensauerei. Lasst euch überraschen.
der Moderator wird gerade wieder etwas glücklicher und etwas entspannter, weil es hat tatsächlich funktioniert. Und ich finde, das sieht man jetzt sehr, sehr schön. Guck mal, das ist das, was man eigentlich dann wirklich so als die Crema, als die Zuckercrema bezeichnet. Und das ist das Typische auf dem Cafecito im Cafecito. So, und wenn ihr so weit dann gekommen seid, dann schüttet ihr weiter auf. Also den dürft ihr durchaus ablegen. Und dann schüttet ihr weiter auf. Ich würde so halb die Tasse und man sieht es eigentlich sehr, sehr schön. Immer noch ist so eine leichte Crema da. Dadurch habt ihr natürlich etwas Aromatisches durch den Zucker, schöne Verbindung mit dem rauchigen, kernigen. Und jetzt gehen wir gleich mal an die Verkostung. Ja, der hat natürlich das rauchig-kernige mit dem Zucker verbunden, ist natürlich nochmal wie so ein Booster. Und ich probiere mal. Wundert euch nicht, ich schlürfe jetzt gleich ein bisschen, ich kündige es an. Aber das hilft mir einfach, den Kaffee ein bisschen besser zu schmecken. Hei. Mega, mega. Also hier zeigt sich einfach, und dafür braucht ihr wirklich diesen kräftigen Arabica in dieser kräftigen Röstung aus Kuba. Da finden wir alles das wieder. Ich habe da mal so eine Idee. Also was ich auf jeden Fall als allererstes da schon mal drin entdeckt habe, ja, ihr werdet euch jetzt wundern, das sind so diese beiden Sachen. Zimt, das ist so ein bisschen die Süße in der Verbindung mit dem Kaffee und auch tatsächlich der Rum. Ihr erinnert euch noch an das Bild von Kuba. Rum gehört immer mit dazu. Das ist so ein bisschen dieses Weiche, dieses Karamellige. Das ist auf jeden Fall das, was man gut erkennen kann. Und erinnert euch an das dritte Bild, was ich gerade eben hatte. Auch das habe ich mal da. Das ist tatsächlich eine Zigarre. Der Tabak, das kernig-rauchige, aber auch mit diesen süßen Aromen zusammen. Und wenn man das jetzt mal so ein bisschen so knetet, ja, wenn man das so ein bisschen knetet, das ist genau das könnt ihr dann wahrnehmen in so einem Kaffee. Und ich habe noch zwei Sachen. Warte mal, ich muss das wirklich noch mal probieren. Das ist manchmal so einfach das Nachprobieren halt. Ja, das ist ganz lustig. So mit leicht abnehmender Temperatur werdet ihr das auch merken. Die Süße bleibt natürlich immer da, aber auch diese anderen stärkeren Aromen, die kommen raus oder bleiben einfach auch noch bestehen. Ich gucke mal, was ich da noch so vorbereitet habe. Ich habe nämlich so, das finde ich immer sehr typisch auch bei den kubanischen Cafés. Das müsste man jetzt, wenn man die zerdrückt und ein bisschen zermahlt, Nüsse, Haselnüsse. Das ist immer so ein weiches und so ein typisches Nussaroma kann man entdecken. Und natürlich auf jeden Fall Schokolade. Schon die dunklere Schokolade, so alles, was so in Richtung 60-70% geht. Das sind so Aromen, die ich finde jetzt gerade in dem zubereiteten Cafecito, die kommen da ganz, ganz stark zum Tragen. So, und damit haben wir eigentlich das, was ich euch zeigen wollte, das haben wir hier mit dabei. Und ich freue mich, dass das auch so funktioniert hat. Ich freue mich, dass der Cafecito so als Kaffeecocktail eigentlich auch so funktioniert für euch. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß, wenn ihr das zu Hause einfach auch mal ausprobiert.